dann zum zweiten Mal einen wunderschönen guten Morgen hier aus Barcelona. Unser letzter Tag hier hat angefangen und jetzt erstmal von außen ein Blick auf unser Übernachtungsquartier, damit ich euch das auch gezeigt habe. Hier ist die Werbung dran und der Eingang ist eigentlich hier der ganz normale Hauseingang hier drüben und im ersten Stock sind dann die Hotelzimmer und darüber befinden sich dann noch weitere Wohnungen. Ja, allzu viel können wir ja heute nicht mehr machen, denn um 11 Uhr müssen wir die Zimmer räumen, dann müssen wir unser Gepäck schultern und werden dann uns auch langsam in Richtung Hafen aufmachen. Aber fürs Erste wollen wir jetzt erst noch mal was frühstücken und ganz in der Nähe hier am gotischen Viertel, so schräg in diese Richtung vorne, wir gehen jetzt einen etwas anderen Weg, hinten durch die Stadt durch. Da gibt es eine Markthalle, nicht zu verwechseln mit der großen Hauptmarkthalle an den Ramblas. Die ist ja von der Standauswahl auch sehr interessant, aber mehr touristisch, mehr auf Souvenirs und auf Süßigkeiten, Schokoladen und was weiß ich nicht alles ausgelegt. Hier hinten die Markthalle, wo wir jetzt hingehen, ist eine klassische Markthalle für die Bewohner der umliegenden Viertel. Hier werden frische Produkte verkauft und Fleisch und Fisch und was es alles gibt. Und da gibt es natürlich auch die klassischen kleinen Bars und Bartheken und Cafeterien, wo man sich dann stärken kann. Das gehört ja hier klassisch mit dazu. Und deswegen werden wir da jetzt mal hinmarschieren und werden da vielleicht mal irgendwo Platz nehmen und uns stärken. Der Weg zu dieser Markthalle führt uns hier von dem großen Platz wieder durch die Gasse mit der Innenstadtkathedrale, wo wir gestern auf dem Dach waren. Daran gehen wir vorbei und dann hinten auf dem nächsten großen Platz dann rechts rum und dann laufen wir eigentlich genau auf diese Markthalle zu. Das ist dann kaum noch zu verfehlen. Wir haben das vor 1,5 Jahren ungefähr auch mal durch die Seitengassen durchprobiert, aber da verläuft man sich dann gerne in dem Gewirr der Straßen und Gassen. Und wir sind dann wahrscheinlich mehrfach um die Markthalle rumgelaufen, aber nicht dran ausgekommen. Deswegen nehmen wir heute den Hauptweg hier. Da kann uns das nicht passieren. Hier kommen wir jetzt von der Innenstadt und gehen jetzt hier einfach so die Straße lang. Und hier vorne rechts sieht man schon dieses Gebäude mit dem markanten Dach. Das ist die Markthalle. Und hier gibt es dann auch so einige einfachere Geschäfte drumherum, wo man dann noch das ein oder andere kaufen kann, was man vielleicht akut braucht, was man jetzt nicht bei den großen Nobelmarken kaufen will. Da ist das hier dann schon das Viertel, wo man einiges bekommt. Da ist sie vom Nahen, die Markthalle, und auf hinein geht's. Lassen wir erstmal hier den Lieferanten hier noch durch. Und hier befindet sich der Haupteingang. Riesige Käseauswahl. Frisches Obst.
Hier die Location in der Markthalle haben wir uns jetzt mal für ein kleines Frühstück ausgesucht. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen, was uns da geboten wird. Die Baguettes hier mit Schinken sehen richtig lecker und knusprig aus. Dazu ein Espresso, Norbert ein Cappuccino. Ja, man sieht jetzt hier, mittlerweile haben sich hier auch Mitarbeiter so von einheimischen Firmen eingefunden. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man eigentlich irgendwo ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vorfindet. Und von der Markthalle aus haben wir uns jetzt hier so ein bisschen durch die Seitengassen gebahnt. Wieder hier in die Richtung, wo es dann auch wieder auf die Straße von unserem Hotel langsam irgendwo geht. Und ja, wir schlendern jetzt noch ein bisschen rum, trinken vielleicht noch einen Kaffee. Und dann neigt sich unsere Zeit in Barcelona, zumindest die, die wir an Land verbringen, auch schon bald wieder dem Ende. Dann geht es gleich auch schon aufs Schiff. Mal schauen, wie wir die letzte Stunde hier noch umbringen. Und wir haben uns jetzt nochmal hier in einer ganz gemütlichen Bar eingefunden für ein zweites kleines Frühstück. Eben, das war nicht so reichhaltig, aber lecker. Und hier sind wir auch schon öfter gewesen, wenn wir hier in Barcelona waren. Und das ist richtig gemütlich hier. Man sieht das hier, richtig alte Einrichtung. Seit 1909 existiert der Laden hier. Ist wirklich toll. Ich zeige euch das auch mal von außen hier. Das ist auch direkt hier im gotischen Viertel und richtig gemütlich, tolle Location, kann ich jedem nur empfehlen. Hier gibt es mittags auch tolle Tapas und abends und morgens kann man hier eben eine Kleinigkeit frühstücken und da setzen wir uns jetzt hier nochmal gemütlich hin. Von unserem Hotel aus haben wir jetzt den Eingang oder die Nähe zum Hafen innerhalb von, ja, mit Gepäck guten 10 Minuten Fußweg erreicht. Hier stehen wir vor der Kolumbussäule, dem Kolumbusdenkmal, dem untrüglichen Zeichen, dass wir uns hier in Barcelona am Hafen befinden. Hier hinten seht ihr im Hintergrund rechts dieses Gebäude. Dahinter fahren die Hafenbusse ab. Die fahren immer alle Schiffe ab, die an besagten Tag im Hafen liegen. Wenn ihr nicht mit dem Taxi ankommt, dann könnt ihr eigentlich faktisch die Schiffe nicht zu Fuß erreichen. Das Hafengebiet ist extrem weitläufig und die Straße, die dahin führt, die macht auch nochmal einen ziemlichen Bogen. Das heißt, ihr seid dann wirklich auf diesen Hafenbus angewiesen und da würde ich auch nicht drauf verzichten, weil die Strecken, da werdet ihr euch auf jeden Fall verlaufen. Mit dem Taxi könnt ihr natürlich direkt bis an die Schiffe fahren oder mit einem Limousinenservice oder wie auch immer. Aber mit dem, wenn ihr zu Fuß kommt oder mit der Bahn anreist, dann müsst ihr eigentlich ab hier dann den Hafenbus nehmen. Das ist auch nicht so teuer, ich glaube hin und rück, also wenn ihr hier einen Tagesaufenthalt habt mit dem Schiff, ich meine, dann kostet es hin und rück 5 €, wenn es nicht teurer geworden ist. Und die Einzelfahrt, die wir ja eigentlich heute nur brauchen, einmal zum Schiff hin, liegt so um die 3 €. Ich werde euch das nachher nochmal sagen, was wir faktisch jetzt bezahlt haben dieses Jahr. Ja, wir sind hier noch am Kolumbusdenkmal und wir haben gerade gesehen, das ist geöffnet. Man kann halt oben rauf mit dem Aufzug fahren und ich war gerade mal unten fragen. Die Dame ist sehr freundlich, hat uns angeboten, unsere 2 Koffer unten so lange einzuschließen. Und da wir ohnehin noch ein bisschen früh sind fürs Schiff, gehen wir jetzt mal da runter und dann werden wir das Erlebnis uns auch noch mitnehmen. Nee, das wusste ich wirklich auch nicht. Hier geht es jetzt gleich nach oben. Die Säule ist ja wirklich relativ schmal und auch der Aufzug ist hier sehr knapp bemessen. Da passen also immer nur 2 Gäste und der Aufzugführer rein. Und wenn es hier ein bisschen voller wird, dann kann das durchaus sicher ein bisschen dauern. Aber wir hatten jetzt nur einmal 2 Leute vor uns und dann wird es jetzt in ein paar Minuten für uns auch losgehen. Okay, ready. Thank you.
you. You stay as long as you like, okay? You back down with me. Thank you. It's okay. 1 second. Pull through. There you go. Ja, jetzt sind wir hier oben in dem Kopf von der Säule. Das ist natürlich hier oben auch alles sehr schmal, also allzu viele Leute passen hier nicht drauf. Aber man hat natürlich jetzt hier einen herrlichen Blick, auch hier hinten über den Hafen, das ganze Hafengelände. Hier seht ihr den Turm in der Mitte da, da geht eine Seilbahn durch, die kommt da rechts, so auf der halben Höhe da vom Montjuic. Wenn ihr da mal mit der Seilbahn oben seid, dann kann man zum Beispiel den Rückweg nehmen, dann steigt man hier um, dann fährt man hier einmal mit einer anderen Seilbahn quasi quer über das Hafengelände und kommt dann da hinten irgendwo an. Das haben wir vor Jahren auch mal gemacht. Das ist auch ein Erlebnis. Aber ihr braucht wirklich Zeit. Barcelona könnt ihr 10-mal besuchen und habt noch nicht alles gesehen. Und von dieser Seite haben wir nochmal einen Blick in Richtung der Innenstadt, hier auf die Rambla, die ihr dann entlang kommt, wenn ihr von der Innenstadt aus zu Fuß Richtung Hafen geht. Und hier so auf das gesamte Stadtpanorama. Da wir noch Zeit hatten, bis wir an Bord gehen sollen oder können, müssen, haben wir jetzt nochmal einen Abschwenker gemacht hier zum Magnum Mare, dem Einkaufszentrum, das hier so über eine Brücke halb im Hafen liegt. Und dahinter liegt auf dem gleichen Ponton auch das Aquarium von Barcelona, das auch sehr schön sein soll und auch groß. Wir sind mal bis dran gegangen, nur heute haben wir Dienstag und das Ding ist voll von spanischen Grundschulklassen. Und ja, da haben wir dann heute von einem Besuch abgesehen. Ich glaube, da wäre nicht allzu viel bei rausgekommen. Ja, und sicher waren wir halt auch nicht. Wir hätten dann vor dem Eingang warten müssen, ob wir die Gepäckstücke da irgendwo unterstellen können. Aber ja, was ich nicht versäumen wollte, ist euch hier das noch zu zeigen im Einkaufszentrum. Hier gibt es tatsächlich an der Toilette einen riesen Shop mit allen möglichen Artikeln. Das ist schon spannend und ausgefallen. Das habe ich so auch noch nirgendwo anders gesehen. Ja, da wir jetzt nicht ins Aquarium gehen, werden wir uns jetzt gleich doch in Richtung Schiff aufmachen. Es ist jetzt kurz vor 12. Wir hatten als Ankunftszeit etwa 12:30 Uhr angegeben, da wir dachten, dass wir im Hotel um 12 Uhr auschecken könnten. Es war aber dann schon um 11 Uhr. Und ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir das machen. Wie ihr sehen könnt im Hintergrund, die Explorer of the Seas wartet auf uns. Wir sind mit dem Hafenbus bis hier vorne angefahren und jetzt geben wir unsere Koffer hier ab und dann schauen wir mal, wie viel Betrieb drinnen ist. Es scheint sich in Grenzen zu halten. Klar, da vorne kommen einige Leute jetzt aus verschiedenen Bussen, aber ich denke, das könnte relativ zügig gehen. Hoffen wir das Beste. Ja, das Ganze mit dem Check-in hier ging jetzt extrem schnell. Da vorne kommt Norbert schon. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell es aufs Schiff geht. Also wir waren begeistert, das Ganze hat hier keine 5 Minuten gedauert. Und hier in die Richtung, durch den Shoppingbereich, geht es jetzt zum Schiff.
So, auch die übrige Abfertigung hat hier in einem wahnsinnigen Tempo geklappt. Einschiffungsfoto haben wir gemacht und jetzt geht es da vorne schon an Bord. Ein paar Leute sind jetzt an uns vorbeigegangen, die sind jetzt vor uns. Mal schauen, ob es drinnen noch eine Sicherheitskontrolle gibt, würde mich jetzt nicht wundern. Aber warten wir es ab und ich denke, in ein paar Minuten sind wir schon an Bord. Und wenn ich es richtig verstanden habe am Check-in, dann sollen sogar ab 13 Uhr unsere Kabinen schon fertig sein. Das wäre natürlich super. Wie vorausgesagt, das Ganze hat hier wirklich nur Minuten gedauert. Wir sind extrem schnell an Bord gekommen, haben auch direkt ein Gläschen Sekt hier bekommen am Eingang und wir sagen jetzt erstmal Prost. Mit einem kleinen Umweg sind wir jetzt hier an der Bar gelandet und genießen unseren ersten Four Roses Bourbon hier. Ja, es hat ein kleines Problem gegeben. Unsere vorgebuchten Getränkepakete waren auf den Karten leider nicht verzeichnet. Da mussten wir jetzt nochmal an die Rezeption. Aber der Willi aus Frankreich, der hat das relativ schnell geklärt. Jetzt haben wir beide einen Aufkleber auf unserer Karte und können dann hier auch das ein oder andere genießen. Hier mal ein kleiner Schwenk über die Bar. Wir machen es uns jetzt hier gemütlich. Wir waren gerade mal hier in der Kunstgalerie. Die erstreckt sich hier über die Seite. Und hier gibt es bei Royal Caribbean jeden Tag ein Gewinnspiel. Hier wird jeweils ein Bild ausgestellt und man kann dann in einer bestimmten Preisrange schätzen, was dieses Bild wohl kosten wird. Und da kann man dann verschiedene Sachpreise gewinnen. Da haben wir einfach aus Spaß mal mitgemacht, kostet auch nichts. Das ist ein netter Zeitvertreib, kann man jeden Tag, wird hier ein anderes Bild wohl ausgestellt und da kann man jeden Tag mitmachen. Und gleich soll hier in der Kunstgalerie auch noch eine Veranstaltung stattfinden, ein Begrüßungsumtrunk. Da warten wir jetzt gerade mal, was da noch kommt und dann werden wir danach auch mal langsam zum Abendessen schwenken. Hier geradeaus geht es übrigens ins Casino. And we had to wait until these ships have passed us and the channel is clear. So it will take approximately half an hour before we can leave the dock here in Barcelona. And when we leave, we will be sailing out through the channel here. We will set sail for our first port of call on this cruise, which will be in Valencia. We have a distance of 173 nautical miles to sail. The cruise speed will be approximately 15 knots. That means we will take the pilot for Valencia at 6 o'clock tomorrow morning, and we should be docked inside Valencia Harbor by 7 o'clock outside the Rosa. Weather forecast for sailing says that the wind will be from south, around 50 knots. That means the wind will be coming on the port side. We had a sea of approximately 3 feet for 1 meter. Sunset this evening that will take place at 20:54 or 8:54 p.m. is sunset, and tomorrow morning we have sunrise at 6:55. So once again, ladies and gentlemen, the departure is just a little bit delayed due to the passenger ships that are on the way into the harbor at this time. So we have to wait. We are not allowed to start sailing until these ships are inside. Thank you. Ich war gerade noch mal kurz auf meiner Kabine und habe mein Smartphone abgeschaltet, damit es nicht jetzt bei der Fahrt sich mit dem Internet verbindet. Und jetzt geht es wieder zurück. Hier ist schon richtig was los. Wir sitzen gerade hier im Pub und genießen ein Getränk. Mittlerweile 20:20 Uhr haben wir uns hier im
Hauptrestaurant eingefunden auf der unteren Ebene zur freien Tischzeit. Man sieht hier schön, das geht über 3 Ebenen. Wir waren vorher noch bei diesem Kunstgewinnspiel und irgendwas habe ich da gewonnen, aber weiß der Henker was, das habe ich auch noch nicht verstanden. Es soll auf jeden Fall auf die Kabine gebracht werden. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich den Kellner geschockt habe oder ich habe so rund 5 oder 6 Gänge bestellt jetzt zum Abendessen, wie ich das so aus anderen Kreuzfahrten bei Costa oder MSC gewöhnt war. Der Kellner schien leicht geschockt zu sein. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich riesige Portionen hier serviert kriege. Warten wir es ab. Auf jeden Fall sitzen wir hier sehr gemütlich an einem Tisch für 2 Personen und lassen jetzt die Dinge auf uns zukommen. Und nochmal eine kurze Rückmeldung von mir zum Abendessen. Bilder habe ich euch zwischenzeitlich schon eingefügt. Da wollte ich jetzt nicht zwischendurch ständig reden und ständig wieder Videoaufnahmen machen. Ich hoffe, die Bilder sind halbwegs geworden und ihr könnt was sehen. Geschmacklich war das Essen wirklich gut, da kann man absolut nichts sagen. Der Service war super, es ging wirklich relativ schnell alles und wirklich problemlos. Ja, was gibt's zu sagen, was gibt's Negatives zu sagen? Eigentlich so gut wie gar nicht. Beim Nachtisch, bei der Crème Brûlée war die Kruste nicht durchgängig komplett fest. Das war so eine Kleinigkeit, aber das sind wirklich so Dinge, das ist dann Kritik auf wirklich ganz hohem Niveau. Grundsätzlich waren alle Speisen lecker, alle Speisen waren schön und ansprechend angerichtet. Der Service war super, da gibt es absolut nichts zu meckern. Also unser erstes Abendessen war wirklich ein tolles Erlebnis hier an Bord der Explorer of the Seas. Für uns geht der Tag jetzt langsam auch zu Ende. Ich werde das Video hier vom ersten Tag und vom Boarding jetzt hiermit auch schließen. Wir gehen jetzt vielleicht irgendwo noch einen kleinen Absacker trinken, aber ansonsten haben wir heute nichts Großes mehr geplant und daher werde ich jetzt hier auch sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.